Hallo Leute, ich teste die Hautpflege von Pyunkang Yul jetzt schon seit letztem Jahr Dezember, deswegen dachte ich, es wäre mal an der Zeit für eine Review. Einige der Produkte habe ich selbst gekauft, andere wiederum sind PR-Samples, aber die werden natürlich wie immer gekennzeichnet. Ich fange mal an mit dem Pyunkang Yul Low pH Pore Deep Cleansing Foam. Das ist sozusagen ein Reinigungsprodukt und eigentlich ist es weniger ein Foam, also ein Schaum, sondern mehr eine Waschcreme, die hauptsächlich auf dem hautfreundlichen Tensid SCI basiert. Und das erste, was mir bei dieser Waschcreme aufgefallen ist, ist tatsächlich der Geruch, denn hier ist so ein Fruchtöl enthalten, wodurch dieses Reinigungsprodukt so ein bisschen zitrisch-grasig riecht, was ich persönlich super angenehm finde, weil es einfach nicht over the top ist. Und ich persönlich habe da keine Probleme mit, wenn das in Rinse-Off-Produkten enthalten ist, also in Produkten, die man wieder vom Gesicht runterspült. Ich mag diese Waschcreme, wie gesagt, unfassbar gerne. Ich bin allgemein ein Riesenfan von diesen koreanischen Waschcremes. Die sind ja alle relativ ähnlich formuliert, also hier und dort unterscheiden sich natürlich einige Inhaltsstoffe, aber die haben meistens einfach alle eine ähnliche Konsistenz und performen auch ähnlich. Ich mag den vor allem für morgens, weil der einfach abends Make-up nicht sonderlich gut runterbekommt und auch mit wasserfester Sonnencreme hat dieser Cleansing Foam so seine Probleme, aber ansonsten bin ich dann ein Riesenfan von. Der lässt sich gut aufschäumen, man braucht nur ganz wenig Produkt und man bekommt so einen sehr angenehmen, aber jetzt nicht unbedingt einen feinblasigen Schaum. Der lässt sich auch gut verteilen und die Haut fühlt sich nach dem Abspülen auch wunderbar an und jetzt auch nicht zu trocken. Kommen wir zum ersten Produkt, das ich auf mein Gesicht auftragen werde, und zwar ist es der Pyunkang Yul Essence Toner, den unfassbar viele feiern. Ich persönlich finde ihn nur okay, also er wirkt sich weder negativ noch positiv auf meine Hautpflegeroutine aus. Ich finde ihn aber super angenehm. Das ist jetzt kein typischer, extrem flüssiger, wässriger Toner, sondern er hat eine leicht seidig, samtige Textur und man kann ihn halt auch ohne Probleme direkt mit den Händen auf die Haut auftragen, weil er einfach nicht zu flüssig ist und so ein bisschen dicker von der Konsistenz. Ich finde ihn aber vom Hautgefühl sehr angenehm, konnte aber wie gesagt jetzt keine extrem positiven Effekte auf meine Haut feststellen, aber er interagiert jetzt auch nicht mit anderen Produkten. Ich habe die Sachen natürlich auch noch mit anderer Hautpflege ausprobiert und da hat der Toner auf jeden Fall gar keine Probleme gemacht. Das Pyunkang Yul Moisture Serum ist für mich persönlich das eigenartigste Produkt. Das liegt aber nicht am Inhalt, sondern an der Primärverpackung. Denn das Serum selbst ist von der Konsistenz ein bisschen dicker, weswegen es sich ein bisschen schwierig mit dieser Pipette dosieren lässt. Ansonsten mag ich es eigentlich auch ganz gerne und habe es wunderbar vertragen. Aber es ist natürlich etwas basic formuliert, was eigentlich bei fast allen Produkten von Pyunkang Yul der Fall ist. Weswegen ich es am allerliebsten mit meinem Bakuchiol Booster aufpimpe, weil ich einfach noch so ein bisschen mehr drin haben möchte, außer feuchtigkeitsbindende und pflegende Inhaltsstoffe. Und dadurch, dass der Booster eben auf Ölbasis ist, lässt sich dieses Serum dann einfach in dem Mix besser auf die Haut auftragen und flutscht auch etwas besser über die Haut und es fühlt sich dann auch nicht mehr so klebrig an. So, das mache ich jetzt auch. Ich nehme hier so einen kleinen Böppel von dem Serum und dann gebe ich mir 2 Tröpfchen von dem Booster drauf. So, dann mixe ich das in der Hand und dann trage ich das auf. Als vorletztes habe ich hier die Pyunkang Yul Moisture Cream und hier finde ich vor allem die Textur super interessant, denn wenn man so in den Tiegel reinschaut, dann könnte man vermuten, dass sie ein bisschen reichhaltiger ist, aber sobald man sie auf die Haut aufträgt, schmilzt sie regelrecht und wird zu so einem super wässrig leichten Produkt. Ich würde sagen, dass die sogar was für ölige Haut sein könnte. Sie erinnert mich dezent an das Pyunkang Yul Moisture Serum, nur dass sie einfach weniger
weniger klebrig auf der Haut ist und auch so ein bisschen angenehmer. Auch hier sind wieder hauptsächlich feuchtigkeitsbindende und pflegende Inhaltsstoffe drin und auch die habe ich wirklich wunderbar vertragen. Was ich aber an der Creme jetzt nicht ganz so geil finde, ist einfach, dass hier super viel Produkt drin ist. Also 100 Milliliter. Ich persönlich kenne das von so Moisturizern nicht, dass da 100 Milliliter enthalten sind. Also vor allem, wenn man sie hauptsächlich fürs Gesicht verwendet. Das ist meiner Meinung nach schon ein bisschen viel. Beim Serum ist es ähnlich. Ich glaube, da sind auch um die 100 Milliliter enthalten. Also das sind jetzt keine Standardgrößen. Da muss man dann sozusagen wirklich schauen, dass man das Ganze rechtzeitig aufbraucht. Aber angenehm ist die Creme allemal. Und zu guter Letzt habe ich hier noch die Sonnencreme von Pyunkang Yul, die basiert auf dem UV-Filter Titandioxid. Das ist ein anorganischer UV-Filter, weshalb sie eben auch einen dezenten weißen Schleier auf der Haut hinterlässt. Sie ist auch extrem wässrig und leicht auf der Haut, weswegen ich sie nicht unbedingt für sportliche Aktivitäten empfehlen würde, weil sobald ihr anfangt zu schwitzen, flutscht die euch von der Haut. Ich verwende die tatsächlich eher im Alltag und nicht, wenn ich irgendwie länger draußen unterwegs bin. Hier sind auch noch so ein paar nice Sachen mit drin, wie Ceramid NP und Aminosäuren. Finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt. Die fühlt sich auch super, super angenehm auf der Haut an. Also ich denke, man sieht, dass sie wirklich einen ganz dezenten weißen Schleier auf der Haut hinterlässt. Und zusammen mit den anderen Produkten kriegt man hier auf jeden Fall einen leichten Pflegeeffekt. Also es fühlt sich jetzt nicht super reichhaltig auf der Haut an, also wenn man zumindest alles zusammen aufträgt. Man hat wirklich einen ganz dezenten Pflegefilm auf der Haut, der aber nicht too much ist. Deswegen ich auch sagen würde, dass alle Produkte, die ich euch gezeigt habe, sicherlich für Menschen mit öliger Haut geeignet sein könnten. So, nachdem ich jetzt alle Produkte von Pyunkang Yul aufgetragen und ein bisschen was dazu erzählt habe, möchte ich ein abschließendes Fazit ziehen. Und ich teste die Sachen, wie gesagt, schon seit letztem Jahr Dezember. Was mir extrem positiv aufgefallen ist, ist die gute Verträglichkeit. Ich habe alle Produkte wunderbar vertragen. Keins der Produkte hat irgendwelche Probleme gemacht. Und sie ließen sich auch alle wunderbar miteinander kombinieren, so als hätte man das ja auch tatsächlich mal getestet, ob die Sachen auch in einer Routine miteinander gut funktionieren. Und das kann ich hier definitiv bestätigen. Sie funktionieren auch mit anderen Produkten richtig, richtig gut. Also ich habe sie auch noch mit unterschiedlichen Marken kombiniert und auch da gab es keinerlei Probleme, was ich wirklich großartig finde. Wenn ich jetzt sagen müsste, welches Produkt mir am besten gefallen hat, dann ist es die Waschcreme, weil ich die einfach richtig, richtig schön und angenehm finde. Ich mag diese Art von Waschcremes total gerne und ich mochte auch die Moisture Cream unfassbar gerne. Also wenn ihr irgendwas von Pyunkang Yul ausprobieren möchtet, um zu schauen, ob das was für euch ist, dann würde ich euch tatsächlich eher zu der Moisture Cream raten, weil sie meiner Meinung nach einfach die Pflege von Pyunkang Yul wunderbar zusammenfasst, was die Texturen angeht und auch was das Hautgefühl angeht. Und ich finde auch dadurch, dass die Produkte sehr basic formuliert sind, kann man sie eben auch wunderbar mit anderen Sachen kombinieren, ohne seiner Haut zu viel zuzumuten. Also wenn ihr einfach nur auf Feuchtigkeit und Pflege steht und auf schöne, angenehme, wässrige Texturen, dann könnt ihr euch die Produkte von Pyunkang Yul auf jeden Fall mal anschauen, denn viele davon sind auch mild formuliert, enthalten keine deklarationspflichtigen Duftstoffe und sind sogar vegan.